Abenteuer Allrad. Ja, Samstag ist der Tag 2021. Wir sind in Bayern, in Franken und hier ist der Marc Höhn von der Firma Road Ranger. Hallo. Marc, guten Morgen. Guten Morgen. Es ist nicht zu kalt, die Sonne scheint, es hätte schlimmer kommen können, oder? Ja, es hätte schlimmer kommen können, es war auch schon mal schlimmer, aber wir kriegen das schon hier alles gut hin. Ja, ihr habt was ganz Tolles entwickelt, das ist von euch? Das ist nicht von uns, aber wir haben die Vertriebslizenz für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das ist ja quasi wie von euch, oder? Das ist quasi wie von uns, das ist das Droprex, ein Startup aus Norwegen. Und die haben einen absenkbaren Dachgepäckträger entwickelt oder erfunden. Ja, das Ding ist so gut, dass man es einfach zeigen muss, denn das Thema Bandscheiben nehmen in letzter Zeit viele Leute ernst. Ja, gerne, also gerade die Älteren auch unter uns und die möchten natürlich ihrem Hobby gerne treu bleiben. Also wenn man es jetzt hier gerade so sieht mit dem Kanu, ist es wirklich eine tolle Sache. Gerade bei höheren Fahrzeugen kann man halt hier horizontal beladen und entladen für die Sachen, die aufs Fahrzeugdach nachher kommen sollen. So, da ist jemand, den habt ihr angestellt, der den ganzen Tag kurbeln muss. Ja, genau. Dein Name? Paul Russmann. Paul Russmann, ja. Ich nehme an, dass der Arm schon etwas gestärkt ist. Ist das schwer, das hochzukurbeln? Der kann das nicht, das geht. Also im Vergleich zu dem Gewicht, was es beladen ist und was ich nachher hochkurbeln muss, kein Vergleich. So, er kurbelt mal. Da ist eine kleine Kurbel an der Seite. Warte, ich zeige das mal gerade. Die ist hier mit diesem Gummi befestigt. Das kann man dann einfach so abnehmen und dann einmal falten. Und da hat man hier schon die Kurbel und kann dann nach oben kurbeln. Es ist easy, oder? Das ist easy, richtig, genau. Und das Tolle daran ist, dass du es einfach horizontal beladen kannst. Also du kannst auch Dachboxen, Fahrräder, irgendwelche anderen Geschichten einfach auf dein Dach beladen. Und hat eine Zuladung von 100 Kilo. Kommt natürlich darauf an, was du nachher für eine Dachlast an deinem Fahrzeug hast. Aber du kannst das System mit 100 Kilo beladen. Hat auch eine UPB von VW für den Amarok. Da sind wir ja Premium-Partner, können da das dann auch von VW dementsprechend testen lassen. Und ist von denen auch freigegeben. E-Bikes? E-Bikes, ja, kann man machen, klar natürlich, aber sehe ich jetzt nicht so die Anwendung drin. Besser mit so einem Heckträger, also wirklich eher für langes Transportgut. Oder Dachboxen, wenn man quasi irgendwie einen Campinganhänger mit sich rumträgt, haben ja die meisten dann auch nochmal irgendeine Dachbox oben drauf. Und irgendeine arme Seele muss da ja mal irgendwie hochsteigen und und entladen und somit spart man sich das. So, ich habe eine gute Nachricht für dich, wenn du mal so lieb bist, das gerade nochmal machst. Weil es war so schnell und die Leute wollen sehen, wie es geht. Wir stellen es mal gerade auf die andere Seite. Das ist übrigens das Teil, ich muss mich beeilen, denn es geht wirklich schnell. Er zieht es raus? Er zieht es raus, genau. Dann wird erst entriegelt, dass es entriegelt ist, zieht es raus. Dann schnappt er sich die Kurbel an der Seite, muss ich ein bisschen dagegen lehnen, also nicht wirklich arg. Und dann kurbelt er das einfach nur runter. Und dieses Scherensystem bringt es dieses ganze System dann nachher runter in eine horizontale Position, wo ich dann nachher be- und entladen kann. Wenn du das machst auf dem Campingplatz, ja, dann stehen die Leute neben dir, oder? Genau, richtig. Also da kann man dann richtig schön Bier oben drin haben, ja, in einer Kühlbox oder irgendwas und dann hat man hier gleich Freunde. So, da vorne sind die guten alten Drehverschlüsse. Genau, richtig. Das ist einfach nur ein Nutenschienensystem. Da kann man quasi auch sämtliches Dachträgerzubehör, was es so im Handel gibt, auch nachher montieren. Seien es Fahrradträger, Kanuträger, Dachboxen, lässt sich alles da drauf montieren nachher. So, Keilriemen ist drin. So ein kleiner Zahnriemen, der da ist. Das ist gut gemacht, oder? Das ist sehr gut gemacht, ja. Also das ist wirklich, also gibt es auch so nirgendwo anders. Ich nehme an, dass die Jungs, die das erfunden haben, sich das haben schützen lassen. Ja, genau, richtig. So ist es drauf. Es ist ungefähr das Gewicht von dem Teil? Das sind ungefähr 28 Kilo, gibt es in 2 Ausführungen, kommt auf die Fahrzeugbreite an, gibt es nachher mit 1,60 m oder mit 1,40 m. 1,60 m für die Nutzfahrzeuge, für die breiteren Fahrzeuge und 1,40 m für die kleineren PKWs kann man es nachher auch verwenden. Und in der Länge bist du nachher flexibel, weil das Tragesystem geht über diese Querträger und die Breite spielt nachher eigentlich keine Rolle. Also ich kann das bis auf 1,50 m verbreitern. In der Standardlänge kommt es mit 85 cm, was eigentlich für jedes Fahrzeug irgendwo funktioniert. Für einen Amarok haben wir es einfach ein bisschen kürzen müssen, aber das ist auch kein Problem. Was es alles gibt, oder? Wow, es ist so fließend einfach, so geil. Also genau, wenn du es mal gerade machst, ob es schwer ist. Sie hat es noch nie gemacht, oder? Sie hat es noch nie gemacht, also man muss es vielleicht 1-2 Mal üben, damit man einfach weiß, wie das geht und auch wie das mit der Kurbel nachher geht. Also das müssen Sie einmal so nach unten ziehen. Genau, dann löst sich das. Und dann kann man das hier so einknicken. Genau. Dann kann man hier einmal heben. Im Moment ja so und dann hier einmal heben. Und die Last, die drauf darf? 100 Kilo. 100 Kilo. 100 Kilo. Aber kommt nachher auf die Dachlast an. Also wenn wir jetzt mal von 100 Kilo Dachlast am Fahrzeug sprechen, ziehst du 28 Kilo vom System ab, hast du ungefähr eine Zuladung noch von 70 Kilo, die du nachher da hoch transportieren kannst.
Es ist interessant, dass du mal was machen darfst, denn es ist wirklich so, dass du dich freust wie ein kleines Kind. Sie kurbelt. Ist echt easy, oder? Auf dieser Position jetzt einfach mal lassen, nicht weiter, genau so. Jetzt hängen wir das da oben rein. Warte, ich helfe dir kurz. Nee, lass uns, das kommt auch nicht runter. Das ist stabil, das können wir jetzt hier so lassen. Und jetzt einfach nur mit einem kleinen Schubser rüberdrücken. Genau. Einfach vorschieben. Ja. Noch ein bisschen, ja, bis es Klick macht. Und jetzt ist es Passt. So, jetzt verriegelt. Ist bestimmt unglaublich günstig, oder? Ist es leider nicht, aber wir arbeiten dran. Brauchen wir natürlich noch ein paar Stückzahlen, dann wird es günstiger. Ja, fängt bei 1,8 brutto an für das große System und 1,4 für das kleinere System. Ja, erstens, es ist cool. Allein das ist der Grund, warum man es haben muss. Ja. Es ist ziemlich cool. Und es hilft dir nachher natürlich auch, also gerade älteren Semestern, um ihr Hobby ein bisschen länger noch zu betreiben, weil wie gesagt, gerade Boote oder irgendwas ist halt doch wahnsinnig schwer und die Gefahr da, sich nachher zu verletzen, und das will man ja nicht haben, wenn man seinem Hobby nachgehen möchte. Er hat mich gerade angeschaut, als er es gesagt hat. Echt? Das Semester hat er gesagt, hat er mir tief in die Augen geschaut und hat gemeint, ich soll sofort den Kaufvertrag unterschreiben. Ist das lieferbar? Das ist momentan gerade lieferbar, aber wie alles wird es dann doch irgendwo ein bisschen kritisch, wenn unsere Lagerbestände nachher drunten sind. Müssen wir mal schauen, wie diese ganze Situation sich weiter auswirkt. So, das ist jetzt Zufall, dass das passt von Thule? Oder? Nö, das ist nicht Zufall, das sind ja alles Standardsachen. Also Atera funktioniert auch oder andere Füße. Du brauchst nachher, um das Teil zu montieren, brauchst du quasi die Füße unten, diese Montagefüße für die Querträger, und dann setzt du das System da drauf. Sehr schön. So, ihr habt eine Firma, vielleicht last but not least, zufälligerweise auch Dachzelte habt ihr? Ja, haben wir im Angebot, vertreiben wir, aber unser ureigenes Geschäft, also Road Ranger, steht eigentlich für, kommen aus dem Wohnmobilbau, aber sind Pickup-Aufbauer, machen Hardtops in der eigenen Fertigung in Europa, sind Premium-Partner von Volkswagen. Die da hier? Genau, die da hier, richtig. Die sind aber schön. Die sind schön, ja. Das sind unsere Hardtops. Da hast du auch noch was ganz Neues, was Interessantes, ein Fußpackzelt. Ja, was? Ein Fußpackzelt, da kannst du deine Füße reinlegen hier, weil du hast bei den Pickups immer das Problem, bei den Doppelkabinen 1,50 Meter Länge zu in kurz. der Pritsche. Zu kurz, genau. Also passen nur kurze Menschen rein. Und wenn man dann ein bisschen länger ist, dann hat man halt keinen Platz mehr, sich da reinzulegen. Und deswegen haben wir da so ein Fußpackzelt um unser Hardtop rum entwickelt, um sich nachher hier reinlegen zu können. So, und das hier ist das Hardtop aus GFK, nehme ich an? Aus GFK, genau, richtig, aufs LRTM, aus unserer eigenen Fertigung in Polen. So, das Schöne ist natürlich, es sieht so aus, als wäre schon immer da gewesen. Ne? Das wäre schon immer da gewesen, haben wir auch direkt ans Band nach Hannover für den VW geliefert. Cool. Preis von dem Hardtop? Je nach Ausstattung. Also wir haben, glaube ich, 3000 Varianten bei dem Ding, wenn du die Farben mit reinnimmst. Das fängt bei 2000 Euro irgendwo an, geht dann aber hoch bis auf 4000 Euro, je nachdem. Elektrischer Dachlüfter, Seitenklappen, geschlossene Seiten. Alles. Alles, ja, Wahnsinn. So, am besten auf die Webseite schauen. Road Ranger ist Roadranger.de, genau, ist einfach unsere Webseite. roadranger.de. Ja, ich bin ganz froh mit dir. Dankeschön. Aber das da vorne mit der Kurbel ist schon cool. Das da vorne mit der Kurbel ist wirklich cool, weil das gibt es so einfach noch nicht. Ja. Jetzt werden nämlich ganz viele Leute fragen, was ist das für ein Auto? Das werden wir gleich im Anschluss filmen. Hat nichts mit dir zu tun, ne? Hat nichts mit mir zu tun, aber ein sehr lieber Kollege, immer auch hier auf dem Messestand. Wir verstehen uns sehr gut, da wir da Spaß haben. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Gerne. Mach's gut.